Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video aus Japan. Heute seht ihr das Nachtleben von Tokio, traditionelles Essen, den Mount Fuji in voller Pracht, Tuning-Autos und vieles mehr. Ja, willkommen in der Megametropole Tokio mit knapp 37 Millionen Einwohnern, die einwohnerstärkste Stadt der Welt. Als ich ankam, war ich schon direkt beeindruckt und überwältigt und bin dann erstmal zu meinem Hostel. Das fühlt sich hier echt an wie Massenabfertigung. Ich habe hier die 8 Nächte durchgebucht für 35 € pro Nacht. Preislich eins der eher günstigeren Hostels in Tokio, wenn man zumindest in der Stadtmitte wohnen möchte. Ich habe hier im Shinjuku Stadtviertel gewohnt. Meine Freunde aus dem letzten Video haben übrigens auch hier in der Nähe gewohnt, die sind aber erst später nach Tokio gekommen. Also am nächsten Tag bin ich erstmal einige große Sehenswürdigkeiten angefahren. Ich stehe jetzt hier quasi vor dem Sensoji-Tempel. Hier gibt es auch noch ein paar Shrines und ja, noch so ein paar Tempelgebäude in der Nähe. Und man kann von hier sogar den Skytree Tower sehen. Und hier gibt es ganz viele schöne kleine Gässchen, wo auch viel mit Souvenirs ist und so. Aber es sind so viele Menschen, das ist brutal. Man muss sich richtig durchboxen wieder. Ich habe jetzt hier tatsächlich noch einen Park gefunden mitten in Tokio. Es ist ein sehr großer Park und hier gibt es noch ein paar Cherry Blossom Bäume. Ja, ein paar weiße und auch noch ein paar pinke tatsächlich. Das ist richtig cool, dass ich die noch sehe, weil eigentlich ist schon so quasi die Cherry Blossom Saison jetzt schon so Richtung Ende. Aber man kann noch ein paar einzelne Bäume sehen, die noch gut blühen. In Japan kann man sich wirklich exzellent mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen. Man kann sich entweder eine Karte mit wiederaufladbarem Guthaben zulegen oder man zahlt mit Kleingeld halt Einzelkarten. Das geht im Bus genauso wie mit der Metro oder mit dem Zug. Ich mag das System sehr, weil es einfach ist und weil es jetzt in allen großen Städten in Japan gleich war. Tatsächlich ist es hier üblich und auch gern gesehen, wenn man sich an gewisse Sitten hält. Zum Beispiel, dass man sich korrekt in die Schlange stellt, dass man zum Beispiel in der Metro nicht zu laut redet oder auch dann, ja, wenn der Zug voll ist, den Rucksack vom Rücken nimmt. Natürlich sieht man hier zur Primetime auch die typisch vollgequetschten Züge. Habe ich in der Mitte gestanden und der Zug war so voll, dass ich beim Bremsen vom Zug mich kein Stück bewegt habe. Ist auch ganz praktisch, da muss man sich nämlich nicht festhalten. So, ich bin hier mal wieder bei einer Aussichtsplattform, ja, beim berühmten Skytree, der große Tower in Japan mit dieser Sicht hier. Und ich fahre jetzt gleich hoch und schaue mir das mal an. Ich stehe hier direkt an der Shibuya-Kreuzung und hier ist so viel los. Das ist natürlich die berühmte Kreuzung. Ich glaube, die kennt jeder. Ich glaube, in jedem Hollywood-Film, wo in Tokio spielt, wird auch hier diese Kreuzung im Timelapse gezeigt. Also ist schon sehr cool, hier drüber zu laufen und ist natürlich auch alles ein bisschen zu filmen. Was sehr Besonderes hier. Ja, heute Abend gibt es nochmal was richtig Besonderes. Ich werde nämlich heute bei Tuning-Autos mitfahren. Das ist quasi über Get Your Guide so eine Tour, so ein bisschen auf Fast and Furious Style. Und da fahren wir quasi durch Tokio heute Abend. If you know that it be Tokyo. If you seen it, then you mean it, then you know.
schafft es bei nachts nicht so gute Bilder zu erzeugen. Ich kann sagen, in echt ist das hier ziemlich geil. Man muss ja wirklich sagen, für Autofans ist das ein absoluter Traum, besonders die getunten Autos, das ist einfach genau mein Ding, Fast and Furious Style. Auch teilweise innen drin sehen die aus wie in den Filmen, so mit den Nitro-Anzeigen und alles, das ist schon ziemlich geil. Ja, richtig praktisch, dass jetzt hier das Fast and Furious Treff hier direkt vor dem Tokyo Tower geendet hat. Der hat mir nämlich noch gefehlt hier auf meiner Liste. Das ist hier quasi für mich eins der letzten großen Highlights. Generell sind die Japaner wirklich ein sehr besonderes Völkchen, sehr freundlich, sehr höflich. Sie verbeugen sich sehr oft. Also ich habe manchmal Einkaufsladen irgendwas im Regal gesucht und habe nur jemanden vorbeigelassen und dann verbeugen die sich. Also es ist sehr angenehm, hier wirklich unter den Japanern sich zu bewegen. Außerdem sind die Japaner wirklich Weltmeister im Platzsparen. Also man sieht überall diese Aufzüge für Autos, wo die Autos dann in den Häusern verschwinden können. Oder ich nenne sie mal die Käfige für Autos, wo die Autos dann auch Platz finden. Und die meisten sind wirklich klein und schmal und das ist auch nötig, glaube ich. Auch die meisten Wohnhäuser sind wirklich klein und kompakt gebaut. An einem Tag haben wir dann noch den Geburtstag von meinem Freund Loris gefeiert und ich glaube, das war wirklich was Besonderes, auch den Geburtstag im Nightlife von Tokio zu feiern. Natürlich hat man hier auch unglaublich viel Angebot an Essen. Also das bekannteste, würde ich sagen, ist natürlich Sushi und Ramen. Sushi sollte jeder kennen und Ramen ist quasi Nudeln mit Soße. Und man kann sich dann in der Regel noch Beilagen dazu bestellen. Ich war hier mit meinen Freunden in einigen Lokalitäten und es hat wirklich immer sehr gut gemundet. Gerade im 7-Eleven und hier oder in anderen kleinen Shops ist man eigentlich wirklich täglich immer, um sich mal zwischendurch ein bisschen einzudecken. Und hier sind auch zum Beispiel richtig geile Sandwiches. Die schmecken wirklich richtig gut und hier gibt es sogar welche mit Erdbeeren. Die habe ich noch nicht probiert, sind auch mit 3 € relativ teuer. Aber die sehen so vorzüglich aus, die werde ich mir auf jeden Fall noch holen. Ansonsten esse ich tatsächlich fast jeden Tag hier diese Fertiggerichte oder Instant-Nudeln, weil es dann in Japan doch nochmal einen Ticken günstiger ist, als jeden Tag ins Restaurant zu gehen. Und ich finde auch, die Qualität ist echt sehr gut. Also man merkt, dass es schon frisch gemacht ist. Einfach in die Mikrowelle. Ist trotzdem Fertigessen natürlich. Ich versuche auch hier und da mal ein Stück Obst zu essen. Oder halt auch ein Stück Eis, ne? Das muss auch sein. Ja, und hier im 7-Eleven gibt es auch so ein Selbstbezahlungssystem. Also nicht in allen Läden, aber in fast allen, dass du da selbst quasi das Geld reinschiebst und automatisch Wechselgeld generiert wird. Das ist eigentlich ein ziemlich gutes System tatsächlich. Für mich ist Tokio eine absolute Night City. Bei Nacht ist richtig Leben auf den Straßen und die Beleuchtungen sind ein richtiger Schmaus für die Augen. Man hat hier so viele Gebäude mit teilweise 8 bis 10 Stockwerken und in jedem Stockwerken sind Geschäfte, Restaurants, Bars, Hotels. Also man kann hier so viel erkunden, das ist wirklich crazy. Ja, heute mache ich mal einen Tagestrip zum Mount Fuji. Hier hinter mir ist schon der Bus, da geht die Tour gleich los. Ich habe das gebucht über Get Your Guide und ich bin gespannt, wie es aussieht und hoffentlich eine gute Sicht auf den Mount Fuji.
Ja, wir sind jetzt bei der ersten Station angekommen. Hinter mir der Mount Fuji. Wir haben super Wetter, super Sicht. Wir sind jetzt quasi bei so einem kleinen Dorf mit traditionellen Häusern hier aus der Fuji-Region. Also hier diese Traditionshäuser sind echt richtig cool und man kann hier noch richtig schöne Bilder machen, auch mit dem Cherry Blossom Bäumen. Ja, wir sind jetzt schon beim zweiten Punkt. Wir sind hier bei einem Lake. Wir fahren heute insgesamt an 2 Lakes. Und hier hat man auch wieder Möglichkeiten, schöne Bilder zu machen und auch einen Souvenirshop. Ja, wir sind jetzt beim dritten Punkt angekommen. Hier merkt man auch, hier ist richtig viel los, also sehr viele Menschen. Hier gibt es einen Schrein und hier gibt es 2, 3 Stellen mit sehr berühmten Plätzen vom Foto her. So, die Schlange war übel lang. Ich habe, glaube ich, fast eine halbe Stunde in der Schlange gestanden, aber ich wollte dieses Bild unbedingt haben. Ja, wir sind jetzt hier quasi nochmal am letzten Standort. Das ist auch wieder so ein bisschen eine Art kleine Village, auf jeden Fall auch mit anderen Häusern und ja, ein bisschen mehr in der Zivilisation, sage ich mal. Man hat nochmal einen guten Blick auf den Mount Fuji und hier gibt es jetzt auch so ein paar Souvenirgeschäfte. Also man kann hier quasi direkt richtiges Fuji-Wasser trinken vom Mount Fuji. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut, kann ich sagen, sehr erfrischend. Hier habe ich jetzt noch so einen Reiscake gefunden. Ich probiere das einfach mal. Das ist auf jeden Fall mal was ganz Neues. Von außen schmeckt es nach Medizin und innen drin ist süß. Das ist eine ganz komische, also eine ganz wilde Kombination. Mit diesen schönen Bildern endet hier das Video und es endet auch die Zeit in Japan. Japan war wirklich eines der schönsten Länder, die ich bisher bereisen durfte. Besonders auch, weil ich die Kultur, die Menschen und das Essen einfach liebe. Ich zeige hier wie immer noch kurz die Kosten vom gesamten Japan-Trip. Loris, danke nochmal an dich, weil er hat einen kleinen Teil des Wohnens übernommen. Deswegen fällt es hier ein bisschen niedriger aus, aber ich würde sagen, für Japan ist es immer noch im Rahmen. Ja, den habe ich halt so geschrieben, den Gag, ne? Der bleibt jetzt auch drin. Vielen Dank, wenn du bis hierhin geschaut hast. Dann lass mir gerne einen Daumen auf dem Video und lass ein Abo auf meinen Kanal. Wir sehen uns im nächsten Abenteuer und so lange sage ich, Schmidti, bleibt on Tour.